Hallo meine Lieben, es geht wieder los mit einer Folge Einfach Sanja. Los geht's! Ich lese sehr oft diese Aussage, ja, mein Tinnitus verschwindet immer ein paar Tage, paar Wochen oder ist ziemlich leise, verschwindet im Hintergrund und an manchen Tagen ist es so unerträglich, es ist wirklich ganz laut und ganz anstrengend. Und dazu möchte ich dir mal so einen kleinen Perspektivwechsel geben. Vielleicht hilft es dir, einfach mal deine Denkweise, deine Sichtweise zu ändern. Bei mir war das genauso früh und bei mir hat geholfen, wenn ich wirklich den Fokus verändere. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ich es nicht mehr so betrachte, dass an manchen Tagen ist es gut und alles ist in Ordnung, der Tinnitus verschwindet im Hintergrund, ich kann mich fokussieren, ich kann mich an andere Sachen erfreuen, an meinen Alltag erfreuen und an manchen Tagen ist es so unerträglich, oh, ich halte das nicht aus. Anstatt die Tage zu hassen und die Tage einfach als selbstverständlich zu nehmen, wirklich die Tage, wo es einem wirklich gut geht, wertzuschätzen, mehr zu schauen, okay, was ist denn anders, was für eine Denkweise nehme ich da in den Alltag mit, was mache ich überhaupt, mache ich bestimmte Handlungen, die ich an schlechten Tagen nicht mache, wie ist mein Umfeld gewesen, was habe ich gemacht, was habe ich gedacht, was habe ich gefühlt. Und an schlechten Tagen, anstatt diese Tage wirklich zu hassen und schon wieder genervt zu sein, dass die schon wieder da sind, dass es schon wieder passiert, einfach mal schauen, okay, was ist denn anders zu den guten Tagen? Denke ich heute, wie fühle ich heute, wie geht es meinem Körper heute? Bin ich eher niedergeschlagen oder bin ich voller Energie und trotzdem ist der Tinnitus total laut? Da einfach mal achtsam damit umgehen und letzten Endes ist es so, ohne einen schlechten Tag, egal ob mit Tinnitus oder einfach so, würden wir nicht wissen, was ein guter Tag ist. Es gehört zum Leben dazu, diese Gegensätze einfach. Es gibt auch ohne Tinnitus einen schlechten Tag, wo man sich körperlich niedergeschlagen fühlt oder vielleicht auch seelisch niedergeschlagen fühlt, wo man wirklich nur unter der Bettdecke bleiben möchte. Und es gibt dann auch wiederum Tage, wo man voller Enthusiasmus ist, wo man voller Freude ist, wo man total energiegeladen ist. Was ich damit sagen will, es gehört dazu. Und es ist nicht nur bei uns Menschen so, dass es immer so einen Gegenpol gibt. Es ist ja auch in der Welt so. Es gibt regnerische Tage, stürmische Tage, es gibt sonnige Tage, die total warm sind. Es gibt die Nacht, die total dunkel ist und es gibt der Tag, wo der den Tag wirklich erhellen lässt und ja, die Natur strahlen lässt. Und alles im Leben hat bestimmte Gegenpole und ergänzt sich auch somit. Was ich damit sagen will, das gehört zum Leben dazu. Versuche nicht die schlechten Tage total zu hassen und genervt zu sein, dass sie mal wieder da sind, sondern geh mit einer Achtsamkeit hin und schau, okay, was ist heute anders? Wieso ist mein Tinnitus lauter? Denn bedenke immer dabei, der Tinnitus ist nicht lauter, er wird subjektiv lauter wahrgenommen. Das bedeutet, deine subjektive Wahrnehmung beeinflusst es so sehr, dass du dein Tinnitus lauter hörst. Und das kann entweder mit deinem Umfeld, mit deinem Körper, mit deiner Psyche, mit deinem Bewegungsverhalten, mit deinem Ernährungsverhalten. Es kann mit so viel zusammenhängen. Es ist aber wirklich in dir drin. Also, kleine Kurzfassung. Es gibt gute und schlechte Tage. Das gehört zum Leben dazu. Mir hat es geholfen, die guten Tage mehr wertzuschätzen, wirklich dankbar dafür zu sein, die zu haben, aber auch achtsam zu sein, was mache ich an diesen Tagen anders, wie denke ich oder wie fühle ich oder wie handle ich da anders, dass es mir da wirklich gut geht. Und an schlechten Tagen, die wirklich anzunehmen, zu akzeptieren und da sein zu lassen und auch wirklich beobachten, was ist da anders, wie denke ich anders und da wirklich auch zu beobachten, wie handle ich da, wie denke ich, wie fühle ich und wie ist es im Gegensatz zu den guten Tagen. Ja, ich hoffe, es hat dir mal wieder Spaß gemacht mit mir. Wenn du mehr über Tinnitus, über meine Geschichte erfahren möchtest, dann bleib doch einfach dran und abonniere gleich diesen Kanal. Und ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like da und wenn du was zu sagen hast zu diesem Thema, dann bitte lass doch einen Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche schon wieder. Und ich wünsche euch eine schöne Woche, meine Lieben. Tschüssi, danke fürs Zuschauen.